Als Mauro Fiorese und Christian Zott sich 2011 zum ersten Mal in Verona trafen, war das Verhältnis schnell von Sympathie geprägt. Bereits ein Jahr später überlegten sie ein gemeinsames Projekt, die Mindmap of Love. Christian Zott hatte, inspiriert durch seine 7-monatige Wanderung entlang des Mittelmeeres von Portugal bis in die Türkei, einen Roman über die Liebe in all ihren Spielarten geschrieben und bat nun Mauro Fiorese, Liebe in ihrer unterschiedlichen Wahrnehmung zu fotografieren. Christian Zott über diese Begegnung. Mauro lernte ich auf einer Wanderung kennen, 2011, in einer Galerie in Verona und war fasziniert von der Art und Weise, wie er Kunst versteht. Ich war fasziniert von seinen Fotografien und habe mit Mauro einige Ausstellungen durchgeführt. Auch eine Ausstellung gemeinsam mit ihm inszeniert. Mindmap of Love war eine Themenstellungen, die wir auf der einen Seite mit einem Buch, das ich geschrieben habe, und Fotografien, die er über die Fragestellung der Liebe dort fotografiert hat, hier in Verona thematisiert. Verona, die seit Shakespeare die Stadt der Liebe, war ein toller Platz, um dieses gemeinsame Projekt zu verwirklichen. Haben wir durchgeführt, seitdem haben sich unsere Wege nicht mehr verloren. Und Mauro ist über die ganze Zeit zu einem Freund geworden. Deswegen ist Mauro aus meiner Perspektive auf der einen Seite ein Künstler, dessen Kunst ich sammle, auf der anderen Seite ein guter Freund gewesen. Mit seiner preisgekrönten Serie Treasure Rooms ermöglicht Mauro Fiorese einen Einblick in die Archive bedeutender Museen und so auch auf ungezeigte, nicht öffentliche Kunst. Damit verbindet sich die Frage, was ist es wert, der Öffentlichkeit gezeigt zu werden? Was prägt unser kulturelles Erbe? Zu diesem Fragenkomplex einen erhellenden Beitrag zu leisten, hat sich das Projekt Kairos, der richtige Moment, vorgenommen, dessen Bestandteil auch die Treasure Rooms sind. Mauro Fiorese beschreibt die schwierigen Umstände dieser Arbeit. L'accesso ai musei non è una cosa molto semplice. Der Zugang zu den Museen ist keine sehr einfache Sache. Dafür braucht es eine gute Mannschaft, die hinter einem steht. Ich hatte das Glück, dass meine Galerie mich hier sehr unterstützt. Hierbei gibt es dreierlei Gründe. Zum einen geht es um die Bürokratie, ein typisches Problem unseres Landes, das immer alles kompliziert macht. Man muss mit den Angestellten sprechen und dann geht es an die politischen Persönlichkeiten, die die Museen verwalten. Wie gesagt, ein Problem unseres Landes. Zum Zweiten ist meist ein gewisses Misstrauen vorhanden. Wer dann da kommt, um zu fotografieren, was hat er für einen Lebenslauf? Wie bekannt ist er? Verständlicherweise will das Museum dann wissen, was genau fotografiert wird und die Bilder genutzt werden. Dies alles ist dem jeweiligen Gesprächspartner zu erläutern. Und zum Dritten geht es ums Praktische. Wer kommt mit? Welches Team? Welche Ausrüstung wird benötigt? Braucht es Zusatzequipment? Manchmal muss man samstags zum Fotografieren gehen oder eben, wenn das Museum nicht geöffnet hat. Manchmal wird auch eine Gebühr erhoben. Es ist also nicht einfach. Jedoch ist die Genugtuung später bei der Arbeit außergewöhnlich, wenn du an diesen besonderen, sonst unzugänglichen Orten mit ihrer speziellen Aura sein darfst und hundertfach für diese Aufwände entschädigt wirst. Wir dürfen staunen über die Unterschiedlichkeit der Archivierung und Lagerung von Kunstwerken. Aber den renommierten Häusern ist eines gemein. Gelagert wird nach allen Regeln der Kunst. Die Räume sind klimatisiert und halten Tag aus, Tag ein die richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Modernen nehmen sogar noch Einfluss auf die Luftqualität und damit auf deren Zusammensetzung. Vorbildliche Sicherheitsmaßnahmen gegen Diebstahl und Brandschutz sind selbstverständlich. Ob wir aber beim Durchstreifen dieser Räume den Charme eines Baumarktes erleben dürfen, industrielle Nüchternheit oder ein romantisches Versteckspiel hinter abgehängten Statuen bewundern, hängt von unterschiedlichsten Merkmalen ab, die so vielfältig sind wie die Kunst selbst. Aber die erheblichen Kosten, die ein modernes Depot verursacht, müssen heute beim Erwerb von Kunst unmittelbar berücksichtigt werden. Dazu Dr. Tobias Bezzola, ehemaliger Direktor des Volkwang-Museums in Essen. Heute viel mehr als je, nicht? Müssen Sie eigentlich bei jeder Überlegung
überhaupt ein Werk für das Museum zu erwerben, muss man eigentlich die ganze Archivierung schon mitdenken. Wie wir alle wissen, gibt es in der Kunst seit den 1960er, 70er Jahren halt sehr viele Formen, Äußerungen, Materialitäten, welche dann auch den Archivierungsanspruch, aber auch die Verpflichtung, die das Museum letztlich damit eingeht, vor ganz neue Herausforderungen stellen. Also das muss man sich schon sehr genau überlegen, was überhaupt sammelbar ist. Es gibt viele Kunstwerke, die würde man dann vielleicht eher in der Form einer Ausstellung zeigen, aber wenn man sich dann überlegen würde, sind wir überhaupt fähig, willens, die ganzen Folgelasten, Folgekosten für quasi theoretisch unbeschränkte Bewahrung in die Zukunft zu übernehmen. Zunehmend machen Museen ihre Archive in Form von Schaudepots zugänglich, wie hier im Wiener Belvedere. Seit Mauro Fioreses Tod im Dezember 2016 hat die italienische Fotografin und langjährige Mitarbeiterin Valentina Zamboni die Arbeit übernommen. Sie ist mit dem Thema bestens vertraut. Ich habe das Projekt von Anfang an begleitet und es war ein wahres Vergnügen und eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Mauro war ein Mentor für mich und hat mich an den Aufgaben wachsen lassen. Aber auch er ist mit dem Verlauf des Projektes gewachsen, wurde immer konstruktiver und konzentrierter. Danach wurde es auch mir möglich, Dinge zu tun, die ich alleine nicht geschafft hätte. Die Atmosphäre eines Raumes zu bewerten und auf den Punkt zu bringen, ist eine der entscheidenden Aufgaben dieses Projekts. Die Fotografie muss die Besonderheiten des Ortes erkennen lassen und ästhetisch so verdichten, dass der Betrachter die Wesensart begreift. Zuerst denke ich bei der Arbeit, wie ist das Licht? Ich versuche, den Raum zu erfühlen, sehe mir die Objekte an. Darin steckt sicherlich ein Teil von mir. Aber bevor ich den Auslöser drücke, denke ich, wie hätte Mauro das wohl gemacht? Hätte er es genauso gemacht? Denn es ist in erster Linie sein Projekt. Aber ich versuche auch beides zu kombinieren. Mauro hat viele bewundernswerte Charakterzüge. Aber wenn ich einen davon auswählen müsste, würde ich mich für seine Positivität entscheiden. Selbst seine Krebserkrankung hat ihn niemals mutlos werden lassen. Man kann sagen, er war ein Meister des Positiven. Meiner Meinung nach seine beste Eigenschaft.